Das ist eine 6 mm Stahlplatte. In die habe ich gerade mehrere M8er Gewindebohrungen eingebracht. Und die schnellsten Varianten, die haben wirklich nur wenige Sekunden gedauert. Das Ganze nicht mit einer Ständerbohrmaschine, sondern wirklich mit einer Handbohrmaschine. Das habe ich natürlich nicht auf die klassische Art und Weise gemacht. Das heißt, ich habe nicht erst gekörnt, gebohrt, gesenkt, dann Gewinde geschnitten. Ich habe das Ganze mit Kombi-Gewindebohrern ausgeführt. Und das ist wirklich auch eine sehr, sehr interessante Möglichkeit. Und ja, ihr habt richtig gehört, es gibt mittlerweile Varianten, da kann man selbst auf das Ankörnen vorher verzichten. Das heißt, mit dem kleinen Kumpel hier ist es möglich, dass ich erst meine Stelle anzentriere, an der ich hinterher meine Gewindebohrung brauche. Ich brauche also vorher nicht ankörnen. Dann wird meine Kernlochbohrung erstellt, dann wird das Gewinde geschnitten und am Ende wird diese Gewindebohrung auch noch gesenkt, damit sie sofort einsatzbereit ist. Und die ganzen Werkzeuge, die ich dafür normal verwenden würde, die brauche ich nicht mehr. Das ist jetzt natürlich eine richtig schöne Lösung für jeden, der nicht so viel Werkzeuge hat und auf der anderen Seite für Leute, die mobil sein wollen, trotzdem immer alles am Start haben wollen. Das sind verschiedene Kombisets, das ist so die Regel, dass man das als Set kauft. Das fängt bei M3 an und hört bei M10 auf. Jetzt ist nur die Frage, wie viel muss man für so ein Set ausgeben? Ich habe mir mal die verschiedensten Varianten besorgt und die werden wir heute gegeneinander testen. Das heißt, das ist der Amazon-Bestseller, kostet schlanke 16,90 €, M3 bis M10, immer Kombi-Gewindebohrer. Das gleiche von der Firma Behr, das kostet dann allerdings schon 50 €. Und das Ganze als absoluter Mercedes, die Premium-Variante von Ruco Ultimate Cut. Diese 3 Gewindebohrersets sind im Prinzip sehr, sehr vergleichbar. Es ist jedes Mal von M3 bis M10. Der riesengroße Unterschied, und das ist der Gewindebohrer, den ich hier am Anfang hatte, der hat keine normalen Schneiden, ist also kein normaler Spiralbohrer. Der hat eine sogenannte Tornado-Spitze. Und diese Tornado-Spitze macht das möglich, was ich euch vorhin schon erklärt habe. Das heißt, man braucht hier nicht körnen. Man kann ganz einfach eine Bohrung anzentrieren und dann kann man an der Stelle bohren. Spart sich also auch noch den Körner. Bei den anderen beiden Varianten braucht man einen Körner. Die Anwendung ist jetzt hier im Prinzip kinderleicht. Ich brauche eine Handbohrmaschine oder eine Akkubohrmaschine. Dafür sind solche Sets auch im Prinzip geeignet. Ich kann das Ganze natürlich auch mit einer Ständerbohrmaschine oder Tischbohrmaschine einsetzen. Ich habe hier unten immer keine zylindrische Aufnahme, sondern so eine Bitaufnahme. Das ist natürlich perfekt, um das Ganze in mein Bohrfutter einzuspannen. Ich habe da eine ideale Kraftübertragung. Bei Behr ist dieses System relativ kurz geraten. Bei Ruco und hier bei dem Amazon-System ist das wirklich richtig schön lang. Und da habe ich eine lange Fläche, wo ich diesen Kombi-Gewindebohrer auch spannen kann. Bei Ruco und bei Behr habe ich jeweils auch noch einen Bithalter mit im Lieferumfang. Dieser Bithalter sorgt natürlich dafür, dass man hier auch wieder ein gewisses Spiel hat. Darum würde ich das im Prinzip nicht nutzen. Gerade bei M3, M4 oder so, da hätte ich wirklich Sorge, dass ich das Ganze verkante und dass mir dann halt der Gewindeschneider, der Gewindebohrer abbricht. Beim Bohren an sich haben wir jetzt im Prinzip nur eine Herausforderung. Wir haben vorne hier, das ist das Behr-System, ist ein ganz normaler Spiralbohrer. Hier vorne brauchen wir natürlich eine ganz andere Drehzahl, wenn wir unser Kernloch bohren, als wie wir das hinterher brauchen, wenn wir hier Gewinde schneiden. Da ist natürlich eine schöne Handbohrmaschine sehr gut geeignet. Man hat hier ein sehr gutes Gefühl, zum Beispiel bei dieser Akkubohrmaschine. Ich habe mit Stufe 1 gebohrt und habe dann hinterher ganz vorsichtig das Gewinde geschnitten. Und da sollte man auch wirklich drauf achten. Und am Ende natürlich hier hinten zum Senken braucht man auch eine sehr langsame Drehzahl. Wenn man hier natürlich mit der gleichen Drehzahl rangeht wie hier vorne beim Bohren, dann wird man sich diesen Kombi-Gewindebohrer sehr schnell ruinieren. Der ganz große Unterschied ist jetzt natürlich in der Anwendung. Ich habe angefangen mit dieser 6 mm Stahlplatte, habe hier mehrere M8er Gewindebohrungen eingebracht. Das ist das mit dem Ruco-System und das hat mit Abstand am besten funktioniert. Das ist eine sogenannte Flow-Step-Spitze. Solche Tornado-Spitzen, wie die oft auch benannt werden, sind ja in letzter Zeit sehr, sehr beliebt. Ich finde immer, das ist so ein Für und Wider. Also wenn man damit arbeitet, das macht wirklich Spaß. Es geht unglaublich schnell. Ich glaube, ich habe für diese Gewindebohrung
Gewindebohrung 16, 17 Sekunden gebraucht. Also unglaublich schnell, das ist also wirklich Wahnsinn. Und wenn man dann damit arbeitet, das macht auch wirklich Spaß. Es ist nahezu kraftlos. Man drückt hier ein bisschen, aber es ist kein Vergleich zu den anderen beiden Systemen. Nachteil ist natürlich, diese Spitzen nutzen sich irgendwann ab und dann kann ich die natürlich nicht nachschleifen. Aber so von der Anwendung her ist das natürlich da die beste Maßnahme, Möglichkeit, und das funktioniert unglaublich schnell. Mit dem Bär-System habe ich die zweite Bohrung hier ausgeführt und das hat auch sehr gut funktioniert. Es ist einfach ein herkömmlicher Spiralbohrer, mit dem ich hier bohre. Danach schneide ich das Gewinde, reduziere also so ein bisschen die Drehzahl natürlich, damit ich den Gewindeschneider hier nicht beschädige. Aber das funktioniert wirklich auch sehr gut. Dauert natürlich ein Vielfaches von dem Ruco-System. Wo ich mich wirklich massiv abgequält habe, war mit dem System von Amazon. Man sieht auch wirklich, dass der natürlich von der Beschichtung her eine ganz andere Liga ist. Die beiden Systeme sind HSS-CO. Das ist also eine ganz andere Liga, als dass man hier sowas hat. Das wird nur ein ganz normaler HS-Bohrer sein. Es ist natürlich immer schwierig, das einzuordnen, weil die Hersteller da auch wirklich sich so ein bisschen bedeckt halten, was das genau für eine Beschichtung ist. Also man findet hier schwer irgendein Datenblatt oder ähnliches. Und wenn man den sieht, der hat hier schon bei der ersten Bohrung wirklich massiv gelitten. Also das war wirklich eine Quälerei. Da habe ich mit meiner Akkubohrmaschine, wo ich auch diesen langen Griff habe, wirklich massiv gedrückt, um das hier irgendwie reinzuwirken. Ich habe natürlich immer zwischendurch Kühlschmierstoff genommen, habe auf eine vernünftige Drehzahl geachtet, nach gängigen Tabellen, aber das war wirklich eine Quälerei. Also das kann ich wirklich nicht empfehlen, damit so dicke Materialien zu bohren und da Gewinde zu schneiden, aber mit dem Ruco-System, das ist natürlich ein absoluter Genuss. Und ich fand auch das Bär-System, da lohnt es sich wirklich, und so ist es natürlich oft bei Bohrern, dass man ein bisschen Qualität kauft. Genauigkeit ist hier vollkommen ausreichend. Das heißt, ich habe jede Bohrung natürlich immer mit einer Schraube getestet. Ich habe hier keine Leere oder ähnliches, aber das reicht vollkommen. Ist auch sehr gerade geworden. Es ist natürlich nie so, als wenn ich hier irgendwo einen Gewindebohrer vorsichtig ansetze, das Ganze vielleicht noch mal mit einem Winkel ausrichte, machen ja auch sehr viele Leute, oder mit ähnlichen Systemen. Aber es ist natürlich auch so, in 99,9% der Fälle wird das, was man hier erzeugt, vollkommen ausreichen. Und das ist natürlich das Wichtigste. Das ganze Ergebnis ändert sich jetzt vollkommen, wenn man andere Materialstärken hat, andere Materialien. Ich habe hier einen 4 mm Aluminiumpfosten. Da habe ich ohne Ende M5er Gewindebohrungen eingebracht, habe hier ein 3 mm Stahlblech. Da habe ich ebenfalls ohne Ende M5er Gewindebohrungen eingebracht. Der Unterschied zwischen den einzelnen Systemen ist jetzt bei solchen Arbeiten auch viel, viel geringer. Sicherlich ist es ein Riesenunterschied, ob ich mit diesem Amazon Bestseller-Bohrer oder mit dem Bär oder dem Ruco-System, aber die Unterschiede werden deutlich kleiner. Da kommen wahrscheinlich auch die vielen positiven Bewertungen von diesem System her, weil die wenigsten werden damit 8 oder 10 mm Stahlplatten bohren. Die meisten werden wahrscheinlich solche Arbeiten ausführen und davon muss man sagen, reicht das vollkommen aus. Der richtige Werkzeugliebhaber, der würde wahrscheinlich lieber Bär nehmen, hat da eine deutlich bessere Qualität. Es lässt sich deutlich besser damit bohren. Das wäre so auch so meine Wahl, weil das ist vom Preis her auch noch zu vertreten, wenn man sieht, dass man da so ein ganzes anderes System mit ersetzt. Und die richtige Hammerqualität ist natürlich Ruco, muss man ganz klar sagen. Das bohrt unglaublich gut und die Gewinde schneiden und so, das funktioniert wirklich alles toll. Also das ist schon immer eine Liga für sich. Hier braucht man nicht mal ankönnen. Aber man muss ganz klar sagen, das ist natürlich auch ein stolzer Preis. So 100 €, das ist mehr was für einen Monteur, der sowas relativ häufig einsetzt. Das ist mehr was für den absoluten Werkzeugliebhaber. Die meisten Leute werden sich sowas wahrscheinlich in der Form nicht gönnen. Mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht, sowas mal auszuprobieren. Und gerade jetzt zum Schluss mit diesen Pfosten oder mit dem Ruco-Bohrer, mit diesem Ultimate Cut Bohrer hier innerhalb von wenigen Sekunden in so eine 6er-Platte, eine M8er Gewindebohrung einzubringen, das ist schon phänomenal. Das sollte man unbedingt mal ausprobieren. Ich bin mir sicher, dass der eine oder andere jetzt zu Hause schimpfen wird und sagen wird, du arbeitest viel zu brachial mit diesen Werkzeugen. Ich habe mich bemüht, hier keine Laborbedingungen vorzustellen,
vorzugeben, sondern das Ganze so zu machen, wie man es wirklich auch in der Praxis macht. Man hat meistens wenig Zeit, man muss schnell und effizient fertig werden und das können diese Werkzeuge durchaus aus. Und so wie ich das ausgeführt habe, werden wahrscheinlich die meisten damit arbeiten und darum habe ich das Ganze auch so getestet. Das ist immer ein wichtiger Punkt. Nächster wichtiger Punkt ist natürlich auch halt immer die Genauigkeit. Ich habe es versucht, wirklich nicht irgendwo in stundenlanger Kleinarbeit 100%ig, 1000%ig hinzubekommen, sondern so gemacht, wie man es halt mit so einer Handbohrmaschine hinbekommt. Und wenn man sich das Ganze anguckt oder so, dann hat man schon minimal, dass das Ganze hier ein bisschen rüberzieht. Also es ist leicht, ganz minimal ist es schief. Das sieht man optisch schon, wenn man eine längere Schraube hier drin hat. Je länger die wird, desto mehr sieht man das natürlich. Es ist natürlich auch teilweise so, je nachdem, wie der Winkel der Kamera gegeben ist, dass es dann auch mal ein bisschen mehr schief oder ein bisschen gerader aussieht, als es eigentlich ist. Das sind aber so die, sage ich mal, Ergebnisse, die man mit einer normalen Handbohrmaschine erzielt. Und das versuche ich ja auch so objektiv wie möglich darzustellen. Genauso habe ich hier seit 1,5 Wochen einen Hubtisch in meiner Werkstatt und es ist natürlich perfekt, wenn man sich das Ganze auf die richtige Arbeitshöhe positionieren kann. Das macht nicht nur Spaß, das ist natürlich auch viel, viel angenehmer zu arbeiten. Das Ganze hat natürlich auch einen entscheidenden Nachteil, muss man ganz klar sagen. Ich habe unten die Rollen. Die Rollen arbeiten natürlich ein bisschen, wenn ich da massiv gegendrücke. Und auch der ganze Mechanismus hat natürlich auch immer ein bisschen Spiel. Da habe ich natürlich auch, wenn ich hier wie ein Elch von vorne drücke, dass sich das Ganze immer wieder bewegt. Das sieht man in den Videoaufnahmen. Ich finde eigentlich, dass ich das selber beim Arbeiten gar nicht so stark wahrnehme, wie das dann hinterher in den Videoaufnahmen sichtbar ist. Habe ich eben ein bisschen gestaunt, wo ich die das erste Mal gesichtet habe. Aber es ist natürlich auch eine Sache. Sorgt auch wieder für eine gewisse Ungenauigkeit. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, es ist unglaublich angenehm. Ich habe eben als letztes dieses Bauteil hier gebohrt. Das habe ich mir richtig schön nach unten positioniert, kann dann sehr angenehm von oben aus arbeiten. Vorher habe ich mir diese 8 mm Platten, ich habe hier wirklich noch einiges mehr an Gewinde geschnitten, als man im Video sieht. Natürlich habe ich mir das auch so schön positioniert, dass ich hier genau stehend in einer angenehmen Arbeitshöhe arbeiten konnte. Und das ist natürlich extrem angenehm. Und da nimmt man so ein bisschen Wackeln natürlich gerne in Kauf. In diesem Sinne, ich hoffe, dieses Video, dieser Test hat euch gefallen. Ich versuche das immer so objektiv wie möglich darzustellen, so wie ich das wirklich sehe, wie ich das wahrnehme. Und dann kann man sich da selber seinen Schluss draus ziehen. Ich denke mal, der ein oder andere wird niemals von so einem System abweichen. Für viele Leute, die wirklich pragmatisch sind, die schnell, effizient Gewinde in Materialien brauchen, ist das aber eine ganz, ganz tolle Lösung. Und diese Lösung wollte ich einfach mal vorstellen. Das heißt, sowas ist sicherlich seit Jahren bekannt. Sowas ist qualitativ natürlich auf einem ganz anderen Niveau als diese ganzen billigen Systeme. Und sowas hier ist wirklich High-End und das macht einfach Spaß. Wenn man das sieht, von wegen, wie man hier, ich glaube, es waren 18, 19 Sekunden, wenn ich die Videoaufnahmen genau zusammenrechne, da hat man dann hier in einer 6 mm Platte ein M8er Gewinde. Und sowas ist wirklich unschlagbar von der Schnelligkeit und effizient. Und am Ende des Tages muss dann natürlich jeder für sich selber entscheiden, was für ihn das richtige System ist.